Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Da sind wir wieder. Willkommen zurück, liebe F1 Clash-Freunde. Wir fahren heute das Opening, und zwar am Samstag, wie jedes Wochenende. Ich habe schon 6 Rennen gemacht. Bin soweit eigentlich schon ein bisschen so, na, sagen wir, halb zufrieden, halb nicht so. Gab ein paar Probleme, sind wieder irgendwo stecken geblieben teilweise. Und ja, Fahrer auf Softs vor uns, natürlich mit einem Lando Norris auf 7. Unser stärkster Gegner war über 1700 und ja, war nicht so leicht. Allerdings haben wir trotzdem die Punkte mit nach Hause gebracht in manchen Strecken und ja, das ist aktuell so der Stand. Vorne brauchen wir gar nicht zu gucken. Im Endeffekt hier Rayone ist auch wieder dabei. No Power von Mercedes ist auch dabei. Dann Black Wolves, Mob natürlich, Daft ist auch wieder am Start. Ja, qualifizieren sich natürlich sehr, sehr weit nach vorne, diese Jungs. Dann sehen wir noch ein paar Leute auch mit 7 Rennen, die schon ja, 270 Punkte haben. 250, dann kommen wir hier, wie schon gesagt, wir haben noch 2 Rennen zu machen. Sollten so auf ca. 240, 250 Punkte kommen. 253 Punkte ist aktuell mein Rekord, mein persönlicher Rekord für den Opening, für das Opening. Und ja, lass uns mal in das Rennen reinspringen. Mexiko wartet noch auf uns. Und natürlich dann noch die letzte Strecke, Japan. Ich drücke euch die Daumen, wenn ihr euer Opening noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es schon gemacht habt, dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr euch qualifiziert. Beim Wartefenster hier wollte ich mich auch nochmal bei euch allen für den Riesensupport bedanken, die letzten Monate. Der Channel hat es geschafft mit mehr wie 750 Follower aktuell hier auf YouTube und bin sehr, sehr zufrieden. Dankeschön an euch alle und ja, lasst uns weiter so machen. Da, schon wieder so ein Gegner, 16:30. So, abwarten. Gucken wir mal, was wir machen. Das Problem ist einfach, wenn wir im Qualifying jemanden haben, der besser ist wie wir, also in Teampunkten, sorry, nicht besser, sondern höhere Teampunkte hat wie wir, dann qualifizieren wir uns immer so 14 und 16, 14 und 17, ja. Wenn wir jemanden haben, der weniger Teampunkte hat wie wir, dann qualifizieren wir uns auf 12 und auf 14. Und ja, das macht natürlich schon was aus, ja. Diese paar Positionen, wo wir dann halt schon starten, macht uns natürlich das Leben viel, viel schwerer. Benutzen natürlich Boost, werden mit ewiges Feuer und Holzfäller fahren in Mexiko. Und ja, lass uns hoffen, dass das ein gutes Rennen wird, dass wir einen guten Start erwischen, dass wir in der Lage sind, auch ein Gap aufzumachen und natürlich auch zu schließen, so wie wir es uns wünschen. Und los geht's. Gegner ist vielleicht von den Teampunkten höher wie wir, aber ihr seht selber, im Quali hat er nicht unbedingt viel, viel mehr gerissen. Und das kann uns eventuell ein bisschen helfen, sagen wir mal so. Wir haben unsere Position auf jeden Fall verbessert. 12 und 13, 12 und 14. 12 und 14 ist okay. Gegner vorne natürlich mit Lando Norris auf Medium. Wird jetzt auch ein bisschen Gas geben, denke ich mal, da vorne. Wird vielleicht nochmal... Ah, ne, müsste jetzt da stecken bleiben. Ah, ne, jetzt Medium, ne, Hard. Ah, da verliert er sogar noch eine Position. Wir haben vor uns hier mit unserem Lando Norris jetzt jemanden auf Hard, den versuchen wir auf der Geraden eventuell zu vernaschen. Funktioniert nicht so. Ist viel zu eng, sehen wir ja. Ist einfach zu eng. Unser Gegner vorne hat jetzt selber hier 2 auf Softs vor sich. Das wird nichts. Unser Lando Norris hat jetzt denjenigen auf Hard hier überholt. Das ist Daniel Ricciardo. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt können wir auch versuchen, eventuell unseren Gegner hier, unseren Rivalen, zu überholen. Ah, Max Verstappen da mit einem Fehler, musste Position wieder abgeben. Versuchen wir hier wieder zu holen. Sehr schön. Holzfäller ist nämlich schon geil auf den Geraden. Beschleunigung top und natürlich auch das Überholen. Wir werden hier eine 4-4 fahren mit Lando Norris und eine 5-3 mit Verstappen. Würde mir hier einen größeren Gap wünschen, allerdings man sieht es schon, dass man auseinanderzieht. Ja? Ihr seht es jetzt selber, deswegen fahre ich auch immer in dieser Perspektive hier, damit man auch sieht, was auch eigentlich so passiert auf der ganzen Rennstrecke. So, wir könnten mit Lando Norris im Endeffekt nochmal auf Softs kommen und ich glaube, das machen wir auch. Mit Verstappen müssen wir jetzt runter vom Gas, weil der macht hier einiges an Positionen, wie wir sehen.
Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Unser Gegner stört uns hier auf Medium vorne. Verlieren sogar jetzt nochmal 2 Positionen. Wahnsinn mit Lando Norris hier. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Haben da jetzt auch nochmal wichtige Sekunden verloren. Aber unser Max Verstappen, der macht's. Da holt er einiges auf, auch auf der Geraden mit Holzfäller. Platz 17 rausgekommen. Max Verstappen kommt jetzt auch in die Box mit Lando Norris zusammen mit unserem Rivalen. Lando Norris enttäuscht mich hier. Enttäuscht mich sogar sehr. Sehr, sehr schade. Hat da auch nochmal, bevor er in die Boxengasse reingegangen ist, diese 2 Positionen verloren. Und genau das tut uns jetzt gerade hier hindern, auch Position 16 zu überholen. Ihr seht selber, ja, nicht gerade schön, nicht gerade schön. Gehen jetzt mal ein bisschen runter mit Lando Norris. Versuchen jetzt mit Max Verstappen auch hier eventuell Platz 12 zu klären. Der muss auch pitten. Hier vor uns auch noch Platz 7, Platz 8 und Platz 9 muss auch pitten. Aber der Gegner hält uns da auf, da mit seinem Pierre Gasly. Das ist auch immer so eine Sache. Es kommt auch immer darauf an, wie der Rivale rausfährt. Aber ihr seht ja selber, was er für einen Stau da jetzt gerade fabriziert. Das ist nicht gerade schön. So, jetzt kommt Max Verstappen, zieht an allen vorbei. Und Lando Norris bleibt am Platz 11 hängen, macht ihn jetzt sehr schön, sehr, sehr gut. Können hier auf reguläres Fahren runtergehen. Platz 9 und Platz 11. Reicht mir persönlich noch nicht. Würde gerne noch 1, 2 Positionen machen. Allerdings ist das nicht so leicht. Leicht gesagt als getan. So jetzt hier. Max Verstappen kann jetzt hier Gas geben. Kann eventuell Platz 8 holen und ja, DRS, perfekt. Hat der Turbo eingeschaltet und weg ist er. So, jetzt holen wir uns unseren Rivalen. Vielleicht holen wir uns den noch in der letzten Runde. Nein, sieht nicht danach aus. Platz 8 und Platz 11, das fahren wir nach Hause. In Mexiko. Ist okay. Ja, Platz 8. Und Platz 11. Ja, sind 31 Punkte. Ist okay. Wenn wir jetzt in Japan auch nochmal 31 Punkte holen, dann ist das ausreichend. Das wären dann so knapp 250 Punkte. Qualifizieren sollten wir uns schon. Wir sind ja gestern in das Q3 reingesprungen. Von daher sollte es nicht so schwer sein. Da ist die Gruppe so ziemlich gut gemischt. Ja, ihr seht selber, gegen einen Gegner mit 1630 Punkten kann man gewinnen. Ja. Hier Lando Norris auf 6, Pierre Gasly auf 7. Equipment, The Flux und Claw benutzt derjenige. Hat weniger Zuverlässigkeit. Okay, kann man fahren. Das 8. Rennen und das letzte Rennen in Japan, Suzuka. Dann machen wir da jetzt auch mal ein bisschen Rock'n'Roll. Rocken hier ein bisschen die Bude und hoffen, dass wir auch wieder 30 Punkte holen. Wie gesagt, Gegner, habt ihr gesehen, ist ungefähr gleich stark. Also auch ganz in Ordnung. Holen hier unsere Platz 12 und Platz 16. Sieht doch gut aus. So, und jetzt gehen wir hier mit Lando Norris auf Softs raus. Und ihm geben wir ewiges Feuer wieder. Oder nein, wir geben ihm mal Straßenhigh. Und Max Verstappen kriegt auf Medium, kriegt er Holzfäller. Ja, so können wir reinspringen. Wir machen mit Lando Norris einen Undercut. Und mit Max Verstappen fahren wir so gesehen, ich will nicht unbedingt sagen, dass das ein Overcut ist, aber es ist auf jeden Fall 4-3. Und gucken wir mal, wie sich auch jetzt hier dieser Boost Straßenhigh hier verhält. Nicht unbedingt gut, haben wir schon da ein paar Probleme gehabt, hatten auch die Position verloren, haben uns ja wieder zurückgeholt. Wir müssen jetzt hier mit Verstappen mal ein bisschen runter vom Gas. Verlieren auch direkt mal eine Position, so muss es auch sein. Ja, so will das auch Hutch hier, dass wir da so jetzt hier runter. Was man auch benutzen kann, wäre ein Boost mit Tempo. Auch ganz okay. Ja, wir sind jetzt hier auf Straßenhigh gegangen mit Lando Norris, weil ich will mir das einfach mal anschauen und sieht auch gar nicht so schlecht aus.
Gehen hier wieder runter vom Gas. Wie gesagt, auf den Geraden können wir ein bisschen beschleunigen. Jawohl, Max Verstappen da kurz vor auf Platz 15. Den würde ich gerne haben, weil der stört da vorne. So, jetzt haben wir ihn gemacht. Ist bestimmt einer auf hart gewesen. Ja, Sebastian Vettel wird jetzt durchgereicht. So. Haben hier ein Gap nach vorne mit Lando Norris aufgemacht. Hier die Jungs vor mir auch alle auf Softs, wie wir auch sehen. So, jetzt hier bei Start und Ziel können wir wieder Gas geben mit beiden Fahrern. Lando Norris hat noch genug Gummi. Platz hat er nicht unbedingt, aber versuchen trotzdem hier einen Angriff zu machen. Und wir lassen ihn noch weiter durchziehen. Bis hierhin. Hier gehen wir runter. Leider nichts geworden. Es ist verdammt eng davon, ihr seht selber. Ich denke mal, dass da Lando Norris oder Daniel Ricciardo da vorne, 3 und 4, die sollten auf, ich denke mal, die sind auf hart. Also Daniel Ricciardo ist auf hart und Lando Norris da, unser NPC, ist auf Medium. Und ja, das kostet hier, das ganze Feld kostet das einfach Zeit. Deswegen machen wir auch einen Undercut jetzt hier mit Lando Norris. Platz 7 noch von Max Verstappen wäre super, hat er auch geholt, sehr, sehr schön. So, und jetzt kommen wir auf Medium raus oder auf Softs. Wir kommen auf Medium raus mit Max Verstappen für die letzten 3 Runden. Lando Norris hat sich hier in diesem, das ist ja unglaublich hier, wie eng das hier ist. Schaut euch das mal an und das in der 4. Runde. Da verlieren wir auch noch Plätze, ey. Das ist so ein Blödsinn, wirklich, so ein Scheiß, ey. Sorry, dass ich manchmal hier fluche und schimpfe, aber das ist einfach, ja, das ist einfach nicht zu verstehen. Da bleiben wir schon da hinten stecken und dann verlieren wir auch noch einen Platz. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, ja, das wird nichts mit 30 Punkten. Das wird nichts. Hier nochmal Gas geben. Sehr gut. Gut weggekommen. So, Max Verstappen kann jetzt auf Vollgas bleiben. Wir haben jetzt vor uns hier mit Lando Norris haben wir Sebastian Vettel und Valtteri Bottas auf hart. Die müssten wir klären. Das ganze Feld ist voll mit hart und medium. Also was macht Hutch da? Was macht Hutch da? Ich wollte uns doch wirklich veräppeln, ne? Dass sie uns da die ganzen NPCs rausschicken auf hart Reifen und auf Medium. Also haben wir schon mal gemacht. Mit Max Verstappen haben wir schon mal ein Plätzchen gemacht. Jetzt hoffen wir natürlich auch auf den nächsten hier. Fernando Alonso auf Medium vor uns. Lando Norris hat hier nur hart vor sich, kann aber nicht so richtig beschleunigen. Ja. Gehen erstmal wieder in Führung, das ist schon mal wichtig. Lando Norris sollte hier Platz 15 machen jetzt, und zwar jetzt. Ach du heilige Scheiße. Schaut euch das mal an, da bleiben wir an dem Aston Martin hängen und machen ihn einfach nicht. Das ist so ärgerlich, ist das. Komm schon, was ist denn los da? Unser Max Verstappen hier, der macht Positionen nach den anderen und Lando Norris hier mit Boost 10%, seht ihr selber? Bringt nichts. Ah, komm, come on, guys. Das ist ja so ein Scheiß hier. Komm. Wir haben noch Gas, wir können Gas geben, aber wir müssen ihn überholen. Was ist denn hier los da? Schaut euch das mal an hier. Das ist doch unglaublich. Hallo? Ja. So ein Blödsinn, wirklich. Also, da haben wir ihn jetzt gemacht. Na Gott sei Dank. Endlich. Ja. Nach einer Runde voll Push. Unser Max Verstappen hier auch auf Medium. Und volle Kanone. Hat auch nicht geschafft, den Rivalen zu überholen. Sehr schade. Platz 9 und Platz 14 leider nur. Das wären 27 Punkte in Japan. Naja, schauen wir uns mal zusammen die Tabelle an. Wie schon gesagt, das ist etwas, was mich tierisch nervt. Wir benutzen Boost. Wir sind hier volle Möhre am Pushen. Und wir ziehen einfach nicht am Gegner vorbei, müssen teilweise eine Runde warten. Obwohl da Platz ist, werden wir gestört. Wir bleiben am Heckflügel hängen, etc. Ihr kriegt das bestimmt selber auch alles mit. Es ist einfach nur eine Frechheit. Eigentlich, ja, wofür benutzen wir da die Boosts? Normalerweise müssten wir ganz schnell an den Leuten vorbeiziehen, aber nein, ist nicht der Fall. Das möchte Hutch nicht und deswegen tun die uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Schauen wir uns nochmal die Tabelle zusammen an. Wie viele Punkte haben wir erreicht? Haben 246 Punkte, Platz 30 aktuell. Ich hoffe, dass es reicht für das Finale morgen.
Ja, ich hoffe, ich halte euch auf den Laufenden. Ich werde, denke ich mal, etwas posten später nochmal, weil wir haben ja noch hier knapp 12 Stunden Zeit. Ich werde später, denke ich mal, was posten und dann werden wir sehen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Sollte eigentlich reichen. Ja, 250 Punkte knapp. Sollte man doch eigentlich ins Finale ziehen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst dem Video ein Like. Da freue ich mich tierisch, um dann nochmal den Content ein bisschen zu pushen. Und wenn ihr noch nicht dem Kanal folgt, hinterlasst mir doch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns später und auf jeden Fall morgen mit dem Finale. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, bleibt mir gesund und ich sage dann mal bis später. Ciao!